Wir spielen Super Toastcard. One.a.k. Super Toastcard. Zu einer weiteren Folge von Superscard 1.a.k. Und ich habe mir heute gedacht, wir haben jetzt noch ein paar Cards von dem guten Gesellen namens MRM5686. Und die werden wir jetzt auch in einer Part jetzt komplett einmal durchrattern. Die letzten Cards der letzten Folge, also hier Astroplane, Duckyplane und so weiter, waren jetzt nicht die allerbesten, aber wir schauen mal, ob sie jetzt besser sind. Es geht rund in dieser Folge, denn es sind fast alle rund, alle Cards. Und ich würde sagen, wir starten mit Astro Earth. Version 4, Astro Earth Collection. Update, Reflex Texture Issue. Future Animation planned for Astro Bodies Collection. Okay, das heißt, wahrscheinlich gibt es auch keine Animation, aber vielleicht wird es bald eine geben. Lol, ich habe 2 Supertoast-Cards gleichzeitig auf. Warum das? Mystisch. Aber gut, wir sind hier die Erde. Es ist sehr eigenartig. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, weil es ist einfach ein Ball, der nicht mal rollt, sondern einfach schwebt. Und das werden jetzt 90% der Cards heute vermutlich auch tun. Und solche Cards, boah, weiß ich nicht. Muss ich mir noch ganz genau überlegen, was ich denen geben kann. Ja, dann gibt es jetzt wahrscheinlich erstmal den 1 Stern. Wir schauen aber trotzdem mal, ob man wenigstens die Farbe ändern kann. Und da geht leider gar nichts. Wäre lustig, wenn man so eine grüne Erdkugel hätte, ne? In allen Farben so ein leichter Schimmer drüber. Verstehe ich nicht, warum das nicht geht. So ist es auf jeden Fall, ja, ein 1 Stern Card. Kommen wir zu Flat Earth. Update Fixed Conflict and did some Photo Editing. Update added shadows and removed exhaust. Okay, Version 5. Bin mal gespannt, was wir von der flachen Erde erwarten können. Ja, die ist wirklich flach. Okay, schauen wir mal, wie das hier taugt. Ein sehr breites Card auf jeden Fall. Es ist echt ein bisschen wie so eine UFO. Wie so ein UFO ist es ein bisschen. Und irgendwie finde ich schon besser als die normale Erde. Nicht, weil ich irgendwie an die flache Erde glauben würde, sondern weil es irgendwie besonders aussieht. Was man eigentlich nicht so kennt. Autsch. Okay, jetzt haben wir das untere Teil auch mal gesehen. Sehr interessant. Vom Steuern her ist es auch sehr, sehr wild. Ja, aber hier kann man halt beim Lenken wenigstens so ein bisschen drehen, ne? Wie zu anderen. Aber auch hier leider keine Animation. Auch hier nicht. Wieso kann dann nicht hier unten das wenigstens eine andere Farbe sein, ne? Also, ich verstehe das wirklich einfach überhaupt nicht. Besser als das Card davor, aber immer noch nicht über einem Stern hinaus. Dann schauen wir mal zum Astro Jupiter. Version 2, Added Shadows and Removed Exhaust. So, wir sind wieder ein fliegender Planet. Sieht ein bisschen aus wie eine Kugel, eine Murmel. Ich bin eine Kugel, die Kugeln schmeißt. Wunderbar. Aua. Ich kann nicht mal genau erkennen, wo ich hier bin. Ich kann nicht mal umdrehen. Ah! Ey, wenigstens wenn man fliegt oder springt, könnte der doch als Animation einfach eine Drehung haben oder irgendwas Kleines, oder? Das ist doch möglich. Was mir aber auffällt, dass hier die Kante voll schief ist, seht ihr? Das loopt nicht richtig. Das ist einfach hier so ein Cut. Der ist mir bei der Weltkugel nicht aufgefallen, aber hier schon und das sieht echt gar nicht so geil aus. Okay, ich werde einfach im Schleim rausgelassen, auch okay. Also die Stelle verstehe ich auch nicht von der Map, wieso man da nicht runterfahren kann normal. Da es weder eine Animation noch eine Card-Farbenänderung gibt, gebe ich wieder auf den 1 Stern. Und das Problem, was ich hier am meisten habe, ist dieser Cut hier. Der sieht sehr unschön aus. Und ich würde sagen, von den dreien bisher würde ich sagen, der schlechteste. Kommen wir zum Mars. Hier wurden Shadows hinzugefügt und Exhaust removed. Der sieht schon ein bisschen detailreicher aus, würde ich sagen. Ich hatte gerade kaum Basketball auf der Karte auf mich zu, aber das bin einfach ich, der Mars. Jo, wie viele Basketbälle kommen da jetzt denn noch? Chill doch mal. Was auch immer, hey. Jo, 3 in der Reihe. Gut, ich muss sagen, optisch ist der aber bisher der schönste Planet hier. Ich würde sagen, das ist bisher das beste Card, was wir heute hatten, aber wir bleiben bei dem 1 Stern, weil, ja, es hat halt keine Bewegung, keine Animation und auch keine Farbe. Leider kommen wir mit Mercury oder Merkur, mit Freddy. So, wir sind der Merkur. Der glänzt sehr hart, also so ein bisschen wie eine Disco-Kugel. Ich wage zu zweifeln, dass der Merkur in Real Life auch so glänzt. Wie stoppt der so oftmals sehr random irgendwie? Boah. Ja, es ist okay, I guess. Kommen wir zum Mond. Version 2. Also für einen Laie ist jetzt hier kein Unterschied zu erkennen, bis auf dass der eine ein bisschen heller ist. Und größer. What? Aua. Sind wir ein flacher Mond? Das war also der Mond. Und wir kommen zum Neptun auf der passenden Map. Es ist einfach blau. Ein blauer Planet. Und damit ist nicht die Erde gemeint. Hey. Ha. Ha, nochmal. Mist. 1 Stern. Also Pluto sieht schon banger aus, muss man sagen.
Bisschen wie eine faule Kartoffel, aber ansonsten not bad. Nur in die Banane gefahren, um den ganzen Planeten mal zu sehen. Aber wie cool wäre denn das, wenn der Planet sich einfach drehen würde? Das verstehe ich ja bei diesen ganzen Planetcards nicht, dass sie einfach nur steif sind. Planeten sind doch dafür da, dass sie sich drehen, oder nicht? Das Unterhaltsamste ist, wenn ich getroffen werde und ich mich drehe. Das sieht einfach am besten dann aus. Huiuiui, das war knapp. Gut, dass hier der Pluto so eine ganz andere Hitbox hat. Ha! Das war der Pylonentech. Ja, fand ich cooler als der Mond. So, wir sind der Saturn. Und hey, der hat jetzt mal einen Ring drum. Ja, immerhin. Ha, weg damit. Ja, sieht optisch schon nicht so schlecht aus, aber ohne die ganzen Features, die halt die anderen Cards haben, ist halt immer schade. Aber deswegen mache ich auch alle jetzt in einem Part. Dann muss ich mich nur einmal ärgern, dass die Animation und die Farbwechselfunktion der Cards fehlt. Die Sonne sieht sehr krass aus. Mal schauen, wie sie in dem Rennen dann aussieht. Okay, dass die Map jetzt kommt, ist sehr, sehr geil. Habe ich komplett zufällig gemacht, aber nice. Und ja, die Sonne, die leuchtet ziemlich geil, muss ich sagen. Also das vom optischen her ist wahrscheinlich jetzt das Highlight bisher von dem Planeten. Aber die Sonne ist auch gar kein Planet. Ja, ich bin ja auch kein Biologielehrer. Ja, aber optisch eigentlich bisher das beste Card aus diesem Part. Nur wie geil wäre es bitte, wenn man eine Sonne in lila oder in grün oder so hätte. Das wäre doch mega lustig. Ich sehe hier schon, dass hier auch der Cut eindeutig zu sehen ist. Oh, no. Und da sieht man den Cut sogar auf der linken Seite. Ich finde, er ist nicht so eindeutig zu sehen wie beim Jupiter, aber er ist halt trotzdem da. Und um Gottes Willen, das ist ja auch vom Placement irgendwie falsch, oder? Dass diese Klatsche direkt durch das Cut durchgeht. War das beim Jupiter auch so? Oh Gott. Jumpscare. Ich muss sagen, der macht schon Spaß und ist auch cool. Der Cut ist halt ein bisschen unschön und das Positioning, dass es irgendwie ein bisschen falsch ist. Dass halt die Klatsche auch so komplett weird durchgeht. Das sind schon ein paar Sachen, die mich stören. Und ja, das in schön knalligen anderen Farben wäre doch cool. Aber dieser Cut hier, der muss schön erwähnen. So, I'm your Venus. So, let's go. Und das ist sogar ein anderer Planet. Muss ich nur wissen, welcher das ist. Das ist doch hier Jupiter, oder? Ne, ist der Pluto natürlich. Habe ich immer schon gut in Geografie ausgekannt. Jeha. Oh, der. Bei dem Planet geht's ja auch. Da backt nichts rum, ne? Jo, der rastet hier komplett aus. Ich fand vom Aussehen her war der ein bisschen langweilig. Aber er hatte auch so einen Cut. Den habe ich gerade gar nicht so richtig gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn. Oh, Leute. Und dann hätten wir folgende Bewertungen hier. Also, auf dem letzten Platz von dem Planeten hätte ich den Jupiter. Keine Ahnung, aber dieser Cut, der triggert mich von allen am meisten hier. Dieser hier. Uah. Dann als vorletztes wäre der Neptun. Dann 10. Platz wäre Venus. 9. Platz wäre Uranus. 8. Platz wäre die Erde. 7. Platz wäre Merkur. 6. Platz wäre der Mond. 5. Platz wäre die Flat Earth, die war ganz lustig. 4. Platz wäre Pluto. 3. Platz wäre Saturn. 2. Platz wäre Mars. Und 1. Platz, die Sonne, die ist schon am coolsten von den Dingern hier. Was ist euer Lieblingsplanet hier in Superos Card? Schreibt es gerne in die Kommentare. Kommen wir zum Rolling Basketball und ich hoffe, der rollt auch. Ein bisschen schief ist aber schon, die Striche. Und ja, rollt, das ist schon wieder mega cool. Kommt mir sehr langsam vor irgendwie, aber das ist geil. Das feiere ich. Oh no. Das hätte bitte bei allen Planeten der Fall sein sollen in meinen Augen. Gäbe es eigentlich eine Möglichkeit, dass man das irgendwie in das Spiel reinhaut, dass man die Maus nicht sieht? Also, dass die Maus ausgeblendet wird, sobald ein Rennen startet. Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie ins Spiel mit reinzuhauen? Das wäre, glaube ich, ziemlich cool, weil ich übersehe die Maus immer irgendwo am Rand rumschimmeln. Und das ist schon ein bisschen blöd. Wenn man das ausstellen könnte, wäre super. Tja, da wollte der Basketball wohl nicht seinen Buddy hier schlagen hier. Und ist aber weitergesprungen. Wie nice es wäre, wenn die Animation von dem Card hier einfach das Springen des Basketball-Items wäre. Leider keine Animation. Das ist sehr, sehr schade. Und auch hier gibt's nichts. Oh, das ist sehr bitter. Aber da mir schon echt Spaß gemacht hat und ich es cool fand, wie er gerollt ist, kriegt der 2 Sterne. Ich glaube nicht, dass es ein Card ist, was mal 3 Sterne hat. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es wäre cool, wenn es trotzdem noch eine kleine Animation hätte. Und vielleicht auch noch die Farbänderung. Farbänderung wäre cool. Kommen wir von den Planeten zu UFOs. Und zwar haben wir jetzt hier Pharao Class. Fixed Issue with Card Falling Through Floor, Added Headlight and Shadow. Und jetzt haben wir ein UFO. Ach, das wäre die zu leise Musik. Da war ja was. Bitte mach die Musik hier lauter von der Map. Das wäre supi. Dann müsste man das wird ja nicht immer extra umstellen. Dankeschön.
Nein! So, du kriegst den jetzt und tschüss. Sind schöne Hieroglyphen drauf oder sowas in der Art. Fahren tut er sich gut, das UFO. Sieht es okay aus, I guess. Dadurch, dass es halt leider wieder keine Animation und Farbwechsel hat, ist es halt wieder schwer zu bewerten in meinen Augen. Kommen wir zum nächsten UFO. Galaxy Class. Added Headlight and Shadows. Version 2. Da ist eine Galaxie oben drin. Ah ja. Fehlt hier die Musik komplett? Oder war das eine Copyright-Musik, die ich gelöscht habe? Ich weiß es nicht. Oh, was passiert hier? Das sah sehr, sehr cool aus mit diesem UFO. Ach, das ist die Map, die gar nicht rückwärts geht, kann das sein? Ah, nee, nevermind. Okay, ich bin in der letzten Runde. Frag mich nicht wie. Diese Map ist sehr mystisch. Was auch immer dieses Rennen war, ich habe keine Ahnung. Das Kart, ja, sieht nett aus. Aber das war's schon wieder. Mothership. Sieht aus, als ob er einen Partyhut auf dem Kopf hätte. Oder so ein Muffin-Untersatz. Gott. Ey! Das ist Mothership und ich war gerade zu dick, da durchzukommen. Jetzt beliebigen Mutterwitz einfügen. Das Lustige ist, auf dieser Map habe ich damals, es war auf meinem, weiß ich nicht, ich glaube auf meinem alten Kanal oder auf dem Kanal hier, von einem von beiden. Da habe ich gesagt, boah, wie cool das wieder wäre, World Racing zu spielen. Also World Racing 1 und 2. Das 2 habe ich jetzt fast komplett durch. Da werden wir jetzt demnächst mal die Workshop-Inhalte checken. Also da gibt es schon ganz wilde Autos auf jeden Fall auch. Also schaut auch gerne mal in die Streams rein. zstream.de. Diese Adresse müsst ihr euch merken. Oh Gott. Ey, wie oft kannst du da noch hängen bleiben, bitte? Oh, ich wollte den rammen, aber das ist nach hinten losgegangen. Ja, also das Kart war aber ein bisschen zu breit. Ehrlich gesagt, ich bin überall hängen geblieben. Und zuletzt brechen wir ein bisschen mit dem runden Ding. Wir haben jetzt etwas, ja, Dreieckiges, aber es hat einen runden Kreis oben drauf. Deswegen denke ich mal, passt das auch. Was war das denn? So, Double. Ah ja, das war diese Map. Also der fährt sich auf einiges besser. Es war sehr flach, aber bisher der beste der UFOs, würde ich sagen. Nein. Ja, sehr flach der Geselle, aber an sich ein gutes UFO. Ja, schade. Dann haben alle Karts jetzt einen Stern bekommen, bis auf den Basketball, der 2 gekriegt hat. Aber gut, das war's auch jetzt von dieser Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und dann machen wir hoffentlich ein paar, ja, maybe abwechslungsreichere Karts. Aber dennoch war es ja ganz lustig. Wenn ihr Kartvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare und liken, hypen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis zum nächsten. Haut rein, bis dann. Ciao, Tschüss.